Ein Frontrunner steht drauf. Ja, zumindest ist ganz vorne, ist komplett verdeckt. Sieht gar nicht mehr so aus, wie es mal aussah. Und was für ein Auto das ist, es sieht aus wie ein Jeep Wrangler. Ich kann es aber nur vermuten, denn die Optik ist komplett modifiziert worden. Und hier kommt der Florian von der Offroad-Manufaktur Hamburg. Ich grüße dich herzlich. Das ist ein Auto, was ihr gerne habt? Das haben wir sogar sehr gerne. Ja, das ist tatsächlich eine der letzten Ikonen, die man da ja noch so kaufen kann. Ist ein absolut vollwertiger Geländewagen, wird nach wie vor verbessert und verbessert. Ähnlich wie die G-Klasse, ist ein Kultauto, ganz klar. Wenn du mich mal in Szene setzt, ich habe geraten, was es ist, ein Jeep Wrangler? Richtig, der Jeep Wrangler, völlig richtig. Ausgestattet und in diesem Falle tatsächlich auch mal modifiziert von der Firma Frontrunner, die uns das Fahrzeug hinstellen. Hier haben wir im Prinzip das ganze Portfolio von Frontrunner, skurrilerweise auch ein südafrikanischer Hersteller, wovon es derzeit relativ viele auf dem Markt gibt, die in einem super Preis-Leistungssegment arbeiten, muss man sagen. Ja, hier gibt es den Dachträger, hier gibt es jede Menge Zubehör mit Kanisterhaltern, mit Arbeitsscheinwerfern in diesem Falle. Krass. Ja, mit entsprechender Abdeckung, mit Boxen da oben drauf. Also Frontrunner hat ein riesen Portfolio an wirklich sinnigen Zubehör zu einem anständigen Preis, muss man sagen. Südafrika, ist das ein Markt für Offroad? Südafrika ist ein gigantischer Markt für Offroad, skurrilerweise. Sehr viele, sehr hochwertige und vor allen Dingen erprobte, getestete Produkte kommen aus Südafrika. Hier vorne sieht man es, der Dachgepäckträger hat schon was abbekommen, das hat ihm aber nichts ausgemacht. Naja, es ist ein Aluminiumdachträger, die wollen wir heute haben, das ist alles ein bisschen leichter. Und natürlich hat Aluminium andere Eigenschaften als ein Stahldachträger, aber mein Gott, das ist halt auch ein Gebrauchsgegenstand. Ja, aber es ist, ich sag mal, wenn da jetzt ein Ast oder so irgendwas drüber kommt, die meisten sagen, die so ein Offroad-Fahrzeug haben, einen Kratzer, das ist eher Patina. Ja, richtig, völlig richtig. Also das gehört dazu, das muss irgendwann dann auch mal sein. Hier kann man sehr schön sehen, wir Deutschen, irgendwann ärgern wir uns gerade am Anfang über rostige Schrauben. Das kann man natürlich dann auch noch mal optimieren, aber irgendwann merkt man halt auch sowas hier. Das arbeitet alles, das ist fast nicht zu vermeiden, wenn man den Wagen tatsächlich auch entsprechend nutzt, wenn man ihn artgerecht hält. Wenn man ihn wirklich nur zur Eisdiele fährt, dann ist es noch ärgerlicher, aber wenn man tatsächlich ihn auch mal ein bisschen artgerecht hält. Das macht den Leuten nicht so viel aus. Also das ist, wenn das so ist. Nein. Hier vorne habt ihr eine Markise drin, die kann man einrollen. Ja. Warum Einrollmarkisen? Sind die besser als die zum Ausfahren im Offroad? Das ist tatsächlich auch ein bisschen eine Preisfrage, muss man sagen. Das ist eine sehr preiswerte, sehr anständige Markise. Hier muss man einfach tatsächlich nur diese Stützstangen zusammenschieben, in die Kassette reintun, das ganze Ding hier rein, zusammenrollen, Reißverschluss zu, gut ist. Was kostet die? Die liegt so um die 300 €. Okay, also da sprechen wir bei den anderen wenn ich dann auf die großen gehe, die auch wesentlich schwerer sind, nehme ich an, sprechen wir dann schon über 5, 6, 7, 800 bis 1000 €, die das dann kosten mit Anbaukits. Das geht auch noch teurer, ja. So. Das heißt, die liefern diesen Dachgepäckträger schon mal. Aber die haben so ein komplettes Sortiment für das Fahrzeug. Absolut, absolut. Die haben ein fantastisches Sortiment. Für ihre Dachträgersysteme haben sie alle möglichen Halterungen für wirklich so ziemlich alles, was es so gibt, was man irgendwie mitnehmen wollte. Wir haben hier, kann man es auch sehr schön sehen, ein sehr beliebter Artikel bei Geländewagen, die Grill-Applikation hier vorne. Der Grill? Das ist ein Grill, das ist ein Grillrost, richtig? Echt? Ja, natürlich, na klar, das braucht man, das will man haben. Sehr beliebt. Wir haben hier gleichzeitig die kleine Leiter, dass man auch so ein bisschen hochsteigen kann. Sag mal. Das ist dann im Prinzip so 1,93 Meter, sage ich nur. Du wiegst wie viel? Och, zu viel, aber geht. Um die 100 Kilo bin ich jetzt mittlerweile. So, und das geht. Also die Leiter ist mit drauf. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen, aber die haben sich Gedanken gemacht dafür. Ja. Das sind alles erprobte Produkte. So, das ist kein Spielzeug. Das ist ein vernünftiges Preis-Leistungssystem, Segment. Das ist alles okay. Auch die Dachzelte, das ist ein besonders leichtes Dachzelt von Frontrunner. Gerade bei kleineren Autos ist die Dachlast auch nochmal ein Thema. Wir haben hier die sogenannten Sandblechhalter. Sandbleche sind es in dem Sinne gar nicht mehr so richtig. Es sind im Prinzip Anfahrtshilfen. Wir haben hier einen sehr beliebten Artikel. Sehr unscheinbar, aber es ist der Flaschenöffner. Ja, fürs Bier. Augenblick, das muss ich mal zeigen. Also das will ich mal zeigen. Das ist tatsächlich ein Flaschenöffner. Ja, ohne Flaschenöffner kann man nicht losfahren. Den braucht man.
Muss man auch wissen, oder? Das muss man wissen, genau, aber wenn man es weiß, freut man sich drüber. Genau. Krass. Also das sind so Kleinigkeiten in der Preisliste, die kann ich kaufen. Das ist die Serie Einstiegshilfe? Ja, das ist tatsächlich Serie. Auch hier haben wir modifizierte Räder, tatsächlich dann aber auch in einer Ausführung, wo ich ein wenig die Nase rümpfe. Hier haben wir das Problem. Pulverbeschichtete Felgen. Ich sage, das macht man nicht. Felgen lässt man lackieren und nicht pulverbeschichten. Ja. Man geht aber hin, sag mal so, die liefern ja vieles. Du hast ja nicht nur Frontrunner, also, sondern ich sag mal, du nimmst das von Frontrunner, was dir gut gefällt, das andere nimmst du vielleicht von einem anderen. Ja, also ich gehe seit fast 20 Jahren auf diese Messen. Ich suche mir aus, was ich wirklich gut finde. Und muss dann in doch zeitintensiven Gesprächen auch ein bisschen gucken, was der Kunde zu guter Letzt will. Bei uns, wir sind die Freie Hansestadt Hamburg, demzufolge Zählt der Kunde. wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir bieten auch tatsächlich alles an. Und wir haben eine riesen Auswahl an Dachträgern, an Fahrwerken, an Dachzelten etc. Und der Kunde entscheidet zu guter Letzt. Meine Aufgabe ist es, ihm zu zeigen, was es gibt. Was macht Sinn? Das hat sich bewährt. Da ist für jeden optisch irgendwo was Entscheidendes dabei. Was ich mag bei dir, du hast Führungsqualitäten. Das ist mir schon aufgefallen. Das heißt, du hast mir selber erzählt, die Leute kommen zu dir. Oft hat ja der Kunde angeblich mehr Ahnung wie du. Du lässt ihn auch mal reden, sage ich jetzt mal. Aber das ist eine Szene, da wird viel diskutiert. Du hast einmal Profis, die du bedienst, und einmal so die Freizeitszene. Ja, richtig. Also es gibt natürlich viele, die auch den zweiten, dritten oder vierten Wagen fahren. Natürlich informiert sich heute jeder im Internet und in irgendwelchen Foren, nimmt irgendwelche Meinungen auf. Wir gehen dann nüchtern ran, hören uns an, was er will, und dann sage ich ihm zu jedem Preissegment mal ein Produkt, und dann kann er so ein bisschen entscheiden. So, die Stoßstange ist original? Ja, die ist original. Aber der Grill? Genau, da hat Frontrunner sich mal einen speziellen Grill einfallen lassen. Das ist so Kategorie böser Blick, nenne ich es mal. Das ist ein rein optischer Gag. Zeig's mal gerade von vorne. Die sind so leicht angewinkelt vorne. Er guckt richtig böse. Und das ist zugelassen, HCE? Ja, natürlich. Wir sind hier in Deutschland, da muss alles zugelassen sein. Das ist schön gesagt, ja. Ja, vielen Dank. Wir haben ja, bitte, gerne. Ach, die Kühlbox, hast du mir gesagt. Richtig. So, bei den Witterungsbedingungen, für mich eines der wichtigsten Gadgets ist natürlich die Kühlbox. Wow. Und Kühlbox ist natürlich auch nicht gleich Kühlbox. Wir sprechen immer von Kompressorkühlboxen. Ja. Soll also heißen, wir haben hier einen Auszug und wir haben hier die entsprechende Kühlbox. Das Bier kann bis minus 18 Grad, wer es mag. Das sind Kompressorkühlboxen. Hier drin haben wir halt auch noch ein spezielles Rack-System. Also das sind Schwerlastauszüge hier unten? Genau, das sind Schwerlastauszüge. Man sieht es, ist überhaupt kein Problem. Hersteller Frontrunner. Ja, genau. Alles ein Frontrunner-Produkt hier. So. Hier ist noch eine externe Batterie drin. Die denken das schon zu Ende. Auch hier haben wir wieder meinen Lieblingsartikel, den Flaschenöffner im Übrigen. Also es ist ein schönes Auto. Schöner Hersteller für wenn du kurz sagst, was ist das für eine Batterie? Wo kommt die her? Naja, das sind sozusagen die aktuellen Eisen-Ionen-Batterien. Das heißt also, sie sind extrem leicht in der Anwendung, wenn man das richtige Ladegerät hat. Halten halt ewig, man kann bis zu 100% entladen. Also das ist schon das, was man nachher möchte, wenn man im Bereich Camping etc. geht. Also es ist kein Spaß wie Lithium, was also nur unter bestimmten Temperaturbedingungen arbeiten könnte. Die Dinger sind unkaputtbar. Ja, richtig. Und man kann sie auch mal tief entladen, das tut denen auch nicht so viel. Genau, dafür sind sie da, sind rüttel-schüttelfest etc. Was cool ist, direkt ein 12-Volt-Ausgang an der Seite, Sicherung mit drin. Also sowas gibt es zu kaufen bei euch. Ja, selbstverständlich, das ist alles fertig. Cool. Ja, wir haben es drin. Ja, wir sind auf einer tollen Freizeitmesse. Wir sind in Kalkar. Wie hat dir die Messe gefallen bisher? Ja, schön, sehr schön. Man ist froh, tatsächlich dieses Jahr überhaupt noch mal mit ein bisschen Menschen auch reden zu dürfen, muss man sagen. Sie wird super angenommen, tolles Wetter, tolle Veranstaltung. Wir kommen mit Sicherheit nächstes Jahr auch gerne wieder. So ist es, ja. Wir sind in Kalkar. Das Ganze findet übrigens mit Mundschutz statt. Wir haben Abstand gehalten mit allen drum und dran. Ich bedanke mich vielmals. Offroad, Manufaktur Hamburg, der Florian. Tschüss. Tschüss.